Der Sound in Golf 7 kann so unfassbar viel geiler sein. In 30 Minuten Einbauzeit, auch für Laien, von einer 5-Kanal-Endstufe hier per Plug-and-Play und einem neuen Subwoofer ganz nach deiner Wahl. Hammer, bleib dran, wir zeigen, wie es geht. Herzlich willkommen auf dem Kanal von AAS24, eurem Online-Shop für den geilen Sound im Auto. Und heute, wie bereits angekündigt, geht es um den Golf 7 mit einer ganz einfachen Nachrüstung dieser zuckersüßen kleinen Endstufe am Originalradio. Das heißt, ihr braucht quasi keine neuen Strippen anzapfen oder irgendwie sowas, sondern das wird einfach zwischen rein gemacht. Ich werde es euch in diesem Video zeigen, wie das alles funktioniert. Wir ergänzen damit jetzt quasi unsere Originallautsprecher von VW mit mehr Leistung und einem perfekten Setup, weil hier ist ein DSP eingebaut, ein Soundprozessor, den ich für euch für dieses Fahrzeug konfiguriert habe und alles perfekt eingestellt habe. Das heißt, wir machen quasi eine Optimierung der Originallautsprecher und ergänzen jetzt das Ganze noch mit einem Subwoofer, weil das ist eine 5-Kanal-Endstufe, 4 Kanäle für Front und Rear und den 5. für einen Subwoofer. Also Leute, eingebaut wird jetzt in den Golf 7 die Match M5 DSP, so klein ist die Endstufe. Im Lieferumfang von der Endstufe ist zwar auch ein Anschluss, halt das hier ist das Anschlusskabel dabei, aber das lassen wir getrost beiseite, weil wir haben jetzt speziell für den Golf 7 eine Anschlussadaption, dass man es nur noch anstecken braucht, also auch keinen neuen Strom mehr verlegen. Alles ist in diesen Kabeln drinne. Das Einzige, was wir zum Schluss noch für unseren Subwoofer brauchen, ist dieses Kabel, liegt natürlich auch im Lieferumfang mit drinne, wo wir unseren Subwoofer mit anschließen. Und das ist unser APBX10DS von Audison. Das ist ein 25 cm Subwoofer für Downfiring-Verfahren. Was heißt das? Der liegt genau so im Boden und arbeitet so raus den Bass und geht echt furchtbar brutal ab und stört niemanden, nimmt also sozusagen kaum Platz weg. Aber bevor wir jetzt anfangen zum Einbauen, machen wir erstmal einen Soundcheck von der originalen Anlage, damit wir das dann auch vergleichen können, wie groß ist eigentlich der Unterschied, wenn wir jetzt die Endstufe reinbauen, also alle 4 Lautsprecher mit Power jetzt versorgen, richtig geil über den Soundprozessor einstellen und den Subwoofer dabei haben. Also, gehen wir mal ins Auto und hören mal die Runde. Jetzt geht es weiter mit unserem Soundcheck-Mikrofon anstatt unserem Lavalier-Mikrofon, wo immer gleich überlastet ist. Und wir hören jetzt einfach mal 3, 4 Lieder kurz an und dann gebe ich euch ein Resümee, wie das Ganze im Original Golf klingt. Und dann kommt es halt darauf an, was wir draus machen. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long Voll aufgedreht. Okay, was sagen wir dazu? Mein Eindruck vom Golf 7 mit dieser Standardanlage ist, es geht. Es ist irgendwie okay. Allzu laut ist es allerdings nicht. Bass ist nett da. Nach oben raus verzerrt es allerdings ein bisschen. Die Stimmen und so weiter die klingen sehr angestrengt und eine richtige Brillanz haben wir hier oben jetzt nicht so wirklich. Parallel zu unserem Hörcheck können wir ja auch mal unseren PC hernehmen und mit einem Realtime Analyzer das Ganze auch optisch ein bisschen sichtbar machen. Wir haben jetzt rosa Rauschen eingelegt. Das ist ein Signal, wo jede Frequenz gleich laut ist. Und das drehen wir einfach mal ganz gut auf und checken mal, wie das hier ausschaut. Machen wir Maximum.
So, was haben wir denn jetzt für einen Frequenzgang? So schaut es hier am Fahrzeug aus, wenn ich es von meinem Fahrersitz aus messe. Relativ guten Basseinschub. Dann haben wir irgendwo ein Loch bei 500 Hertz. Und bei 2,5 Kilohertz haben wir auch nochmal so einen Einbruch. Und nach oben hin wird es wieder ein bisschen weniger vom Hochton. So, das speichern wir ab. Und können das Ganze nachher mit dem neuen Sheet auch vergleichen, was wir dann haben, wenn wir unsere Endstufe einbauen, mit mehr Power und mit Subwoofer. In diesem Video zeigen wir euch ja, wie wir die Match-Endstufe und den Audison-Woofer zusammen installieren. Wir machen aber die Match-Endstufe einzeln erhältlich samt Golf 7 Sound-Setup mit dem passenden Kabelkit, wie im Video vorgestellt. Und wer sagt, ich möchte einen anderen Woofer haben als den Audison, der kann sich natürlich auch für was anderes entscheiden. Da wird es übrigens auch noch einen Teil 3 gleich noch geben, wo wir uns in dem Thema Subwoofer noch ein bisschen austauschen und andere Möglichkeiten anbieten. Aber alles ist einzeln erhältlich und alles unten ist im Videobeschreibungstext einzeln anwählbar per Link. Aber jetzt geht's ans Auto und wir bauen die leckeren Teile mal ein. Das Einzige, was wir eigentlich machen müssen, ist hier im Handschuhfach diese Einheit rauszubauen. Die Auswurfhebel dazu, um das rauszunehmen, die legen wir euch natürlich ins Set mit rein. Dann kann man das hier entriegeln und die ganze Radioeinheit hier rausnehmen. Das Ganze lässt sich hier abstecken. Da muss man unten den Riegel hier nach oben schieben und schaut, dann kommt der ganze Stecker raus. Jetzt geht es um die bereits erwähnten Anschlussadapter, die auch in dem Set mit dabei liegen, damit ihr das alles komplett easy anschließen könnt. Das ist nämlich jetzt ein sogenannter T-Kabelsatz, der dieses Originalkabel auftrennt, die passenden Kabel weiterführt und eigentlich alles beim Alten lässt, aber für uns eine Abzweigung macht. Und den hier auf der Seite einstecken und verriegeln. Und jetzt haben wir das Radio quasi schon wieder so angeschlossen, wie es gerade eben war. Aber wir haben jetzt hier Abzweiger da drin. Das blaue Kabel brauchen wir nicht, das können wir abschneiden und auf die Seite binden. Und jetzt nehmen wir das andere Anschlusskabel, das praktisch direkt auf die Endstufe passt und können das hier zwischen rein docken. Ja? Das sind einmal die Lautsprecher und einmal die Stromversorgung und umgekehrt von der Endstufe kommend geht das Ganze mit den Lautsprechern wieder hier rein und den Strom haben wir auch wieder hier. Also ich habe jetzt nichts anderes gemacht als einfach alles zusammengesteckt. Also genau so. Und dieses Kabel, das legen wir jetzt noch da hinten durch den Radioschacht bis runter. Da kommt dann auch die Endstufe hin. Und dazu müssen wir unten lediglich 2 Pins aufmachen, so Kunststoffpins für die Verkleidung. Also hier so ein Kunststoffsteckbolzen, ja, bang, weg. Und da hinten drunter ist auch noch mal einer. Den könnt ihr mit so einem Entriegelungswerkzeug ganz easy entfernen. Und jetzt können wir die ganze Matte hier rausnehmen. Mit der Taschenlampe leuchte ich euch jetzt mal kurz da hinten rein, da wo wir jetzt gut hinkommen, und leuchte da hoch, dass man sieht, schau mal, da ist auch meine Taschenlampe und da können wir das Kabel auch durchstecken. Ich nehme jetzt also mein Kabel, fahre da hinten durch. Das kann ich mehr oder weniger blind auch machen, weil da hinten ist einfach der Schacht, von dem ich jetzt von unten her, ja genau, so, jetzt habe ich es da schon gepackt und habe mein Kabel hier unten. Einen kurzen Check können wir bei dem Zeitpunkt schon mal machen, wenn wir das Kabel angeschlossen haben, die Endstufe hier anzuschließen. Halt andersrum, so rum gehört die rein. Und jetzt machen wir mal das Radio an und dann müsste auch die Endstufe gleich angehen. Da ist sie. Control grün, weil die bekommt ihren Strom auch über das Anschlusskabel. Der Golf hat eine mega Stromleitung und die Endstufe ist so effizient, die braucht gar nicht so viel Strom. Also das ist ausreichend, was wir hier alles bereits haben. Also ihr braucht nichts weiter mehr zu legen als genau das, was wir jetzt gerade hierher gelegt haben. Und jetzt machen wir die Kabel da oben rein. Die Anschlussadapter, die Stecker, die müssen jetzt oberhalb vom Radioschacht noch untergebracht werden. Da ist auch Platz. Und dann können wir die ganze Radioeinheit auch schon wieder reinschieben. So, der ist drin. Jetzt müssen wir rein theoretisch nur noch die 2 unterbringen. Schauen wir halt mal, vielleicht geht es auch so schon. Juh, eigentlich easy. Das war's. Jetzt brauchen wir bloß noch einen Subwoofer anschließen. Der steht ja im Kofferraum drin. Da kommen wir gleich noch dazu.
Und dazu haben wir ja unser Subwoofer-Anschlusskabel und auch das 5 Meter Kabel, was im Lieferumfang von unserem Set dabei liegt. Da sind dann auch solche Pins mit dabei, die man aufquetschen kann. Und da kann man jetzt Plus und Minus. In dem Fall ist es Minus. Also wir müssen tatsächlich das markierte Kabel auf das nicht markierte Kabel tun. Ja, das müsst ihr euch merken, dann passt die Phase. Also wirklich markiertes Kabel ist für uns ja eigentlich rot, ist auf dem komplett schwarzen, und das nicht markierte Kabel ohne Strich ist auf dem schwarz-weißen. Und das Ganze stecken wir hier an. So rum. Und damit haben wir das Kabel angeschlossen, und das legen wir jetzt noch nach da hinten. Dazu können wir den Seitenschweller wegmachen, der ist nur angesteckt. Problemlos, brauchen wir auch nur bis dahin erstmal wegklippen. Und jetzt können wir das gute Stück hier unten rausziehen. So, das war's. Und jetzt können wir auch die Endstufe, der Platz für die Endstufe ist da oben drin. Also, okay, das ist jetzt vielleicht für die Kamera nicht unbedingt optimal. Die Endposition der Endstufe, die können wir da oben reinmachen, hinter die Kabel. Man sieht es hier, dieser Kabelstrang, der da noch wackelt. Da kann ich die Endstufe da hinten einklemmen und dann ist die fest da drin. Das war's. Und jetzt können wir die Kabel noch unter den Teppich tun. So, hier mit reinlegen. So, das war's. Für euch werde ich natürlich die Endstufe noch mal rausmachen und für die Konstellation, für die Originallautsprecher und den Subwoofer die Endstufe entsprechend programmieren. Und zwar so, dass wirklich alles passt. Laufzeitkorrektur, die Frequenzen, damit sich das richtig geil anhört. Also wir holen da alles raus. Und wir legen jetzt nur noch das Kabel gemeinsam nach hinten. Das müsst ihr noch machen für den Subwoofer. Das können wir nämlich hier direkt schön unter den Teppich reinlegen und bis nach hinten legen. Hier können wir die B-Säule noch ein bisschen wegmachen. So, auf der anderen Seite genauso. Damit wir das Kabel jetzt hier hinten durchziehen können, muss die Verkleidung noch weg. Den können wir den Sitz rausmachen. Und der ist nur geklippt am Boden. Und können das Ganze ein bisschen lösen hier. Und können auch so einen Clip wie unterm Handschuhfach. Haben wir hier so ein Teil. Den machen wir raus. Und jetzt können wir auch die ganze Verblendung hier rausnehmen, indem wir da unten entklippen. Genau. Super, haben wir das schon fast alles weg. Und jetzt können wir das Kabel von vorne nach hinten durchlegen durch den Spalt. Wer will, kann das Kabel natürlich jetzt hier mit den Händen durchfummeln oder sich so ein Durchzugsband zulegen, wie wir auch schon öfters mal vorgestellt haben. Wer sowas mal ab und zu braucht und sagt, geile Sache, der kann ja das eventuell mitbestellen, weil damit kann ich jetzt problemlos das Kabel mit dem Isolierband anhängen. So. Und jetzt hier durchziehen. Weil das ist so ein flexibles Band. Das haben wir jetzt schon hinten und nehmen das hinten und haben das Kabel. Ja, einfacher geht es ja nicht mehr. Beim Wiederverschließen der Teile müsst ihr nur darauf achten, dass die ganzen Clips in den richtigen Führungen drin sind. Und das war's. Jetzt sind wir hier hinten mit dem Kabel quasi unter der Rücksitzbank schon. So, und da kann man nämlich das Kabel jetzt unten durchziehen. So, jetzt haben wir es schon hier. Und das ziehen wir jetzt dann noch in den Kofferraum zurück. Rücksitzbank mal umklappen. Den machen wir mal raus. Ha, was sehen wir hier schon? Das Kabel. So, her damit. Alles durchziehen, dass die Kabel unter dem Sitz richtig liegen. Und dann können wir es passend abschneiden. Das Einzige, was wir am Woofer machen müssen, hier sind die Schraubvorbereitungen drin für die Füße, wo das Ganze jetzt drauf steht. Und das müssen wir bei den Woofern an den Ecken anbringen. Fertig und ab ins Auto. Wer den Woofer komplett unsichtbar eingebaut haben mag, der kann die Teile hier auch wieder wegschrauben und den Woofer so unten reinlegen, dass er quasi gerade so da unten drin ist. Ist keine so eine richtig tolle Lösung, aber es ist möglich. Wir machen aber das Ganze, weil der Woofer an sich ja schön ausschaut, direkt auf die Platte hier drauf. Die Kabellänge könnt ihr ruhig ein bisschen länger lassen, damit man sich halt nachher beim Anschließen auch relativ leicht tut am Terminal. Jetzt können wir nämlich den Woofer so rum mal reinstellen. Und das sind nur so Druckklemmen, ganz easy. Einstecken, fertig. Einstecken, fertig. So,
Und ihr merkt es schon, hier ist nämlich Klett dran. Sehr durchdacht das Ganze, weil da rutscht nichts in der Gegend rum. Jetzt können wir das Kabel sogar ein bisschen da nach unten noch verstauen und den Woofer schön hierher packen. Ja? Und der rutscht hier nirgendwo rum. Voll geile Lösung. Durch das, dass der Woofer hier unsichtbar unten drin ist, auch die beste Arbeitsweise für den ist, können wir das natürlich jetzt auch nutzen und alles Mögliche auch draufstellen. Es passiert ja hier oben nichts, alles bloß Holz und Stoff. Ich weiß ja schon, wie es klingt, weil ich habe natürlich für euch diese Endstufe, die wir euch liefern, auch schon perfekt so abgestimmt mit den ganzen Einstellungen. Das zeige ich euch gleich. Wir machen jetzt einen Hörcheck, was ihr davon haltet, und wir checken jetzt einfach mal ganz kurz rein hier. Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Geil. Das ist geil. Alter, Vollgas! Das knallt! Also man kann das leise gut hören und man kann es auch laut gut hören. Deep Bass. Also Leute, das geht richtig geil ab. Jetzt hast du richtig Power drinne. Der Bass knallt richtig hier schön vorne im Fußraum, merkt man so richtig, da arbeitet richtig was und es klingt richtig sauber und punchig, also richtig auf die Nuss. Und durch das, dass ich natürlich auch die Laufzeitkorrektur an den ganzen Lautsprechern hier eingestellt habe, ist jetzt für mich als Fahrer die Stimme sowas von zuckersüß. So ganz leicht rechts vom Lenkrad, und ich habe so das Gefühl, genau hier dran säuselt mir jemand seine Stimme ins Ohr. Und ohne dass das Lautsprechersystem hinten, weil das läuft trotzdem auf 100% mit, das ist nicht leiser oder lauter wie das Frontsystem. Das müsste man da meinen, okay, das verfälscht das ja alles, aber durch die Laufzeitkorrektur nehme ich die auch im ersten Moment überhaupt nicht wahr. Mein Hauptgeschehen ist vorne hier auf meiner Bühne, rechts wie links, und vor allem auch in die Tiefe. Also es klingt echt geil, habe ich jetzt gerade überzogen mit meiner Euphorie, aber wir haben ja auch eine Frequenzkurve vorher gemessen gehabt und wir können jetzt mal ganz kurz checken, wie das jetzt ausschaut, weil wir haben jetzt natürlich vorne unser Lautsprechersystem schon auch sehr stark verbogen. Das vordere Lautsprechersystem haben wir von den Frequenzen her echt ordentlich angepasst. Das ist jetzt die Kurve, wo wir es verschoben haben, die Frequenzen, also Equalizing gemacht haben, damit wir einen schönen linearen Frequenzgang dann hören können. Für die hinteren Lautsprecher auch ein bisschen was angepasst und natürlich auch die Laufzeitkorrektur pro Seite, pro Kanal immer angepasst. Und wenn wir jetzt einmal messen, und das machen wir natürlich mit unserem rosa Rauschen. Juhu, das war's. So, jetzt sieht man natürlich auch unseren Frequenzgang und der ist jetzt schon sehr linear. Also das ist richtig cool, da hast du keine Ausschreitungen drin oder irgendwie sowas. Und gerade im Bassbereich haben wir natürlich jetzt nochmal einen schönen Zuwachs, eine Beule drin, das ist der Spaßfaktor. Und so kann man schon richtig geil Musik hören. Bleiben wir doch gleich bei dem Mikrofon und fassen nochmal zusammen. Wir haben jetzt ausschließlich im Schnellverfahren diesen Verstärker eingebaut. Wir haben den Subwoofer im Kofferraum drin. Und die Einstellungen, die auf der Endstufe drauf sind, die habe ja ich für euch praktisch so erarbeitet. Habe alles richtig eingestellt, damit dieser Hörgenuss bei rauskommt, und der ist schon echt geil. Man kennt seine Anlage nicht mehr wieder. Das geht richtig ab.
Die Endstufe oder dieses Setup mit dem Subwoofer und mit dem Kabelkit als Gesamtkit bekommt ihr auch nur bei uns im Webshop. Also es gibt es ja nicht irgendwie bei Amazon oder bei eBay bei uns, sondern ausschließlich bei uns im Webshop. Und ja, das wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Und natürlich freuen wir uns auf den nächsten Teil, wenn es heißt, wir machen jetzt nicht nur noch die Endstufe und einen Subwoofer rein, sondern jetzt bauen wir Lautsprecher, bessere Lautsprecher noch ein, nehmen noch Türdämmung vor und zwar vorne und für hinten und da könnt ihr euch richtig drauf freuen und da gibt es natürlich auch wiederum auf die neuen Lautsprecher ein neues Setup auf die Endstufe, dass wer sagt, ja also jetzt also Endstufe, Subwoofer, neue Lautsprecher vorne, hinten und auch noch eine Türdämmung mit dabei. All das auch wieder perfekt abgestimmt, gibt es natürlich auch so zu kaufen bei uns. Also, dann abonniert uns, wenn ihr keine weitere Folge verpassen möchtet, wenn es um den guten Sound bei euch daheim im Auto geht. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Olli.